servus. Du möchtest zum Enduro-Bug in Hechlingen und top vorbereitet sein? Dann solltest du unbedingt dabei haben luftige Handschuhe. Ich habe es jetzt gerade gemacht im Mai. Und man schwitzt einfach wie ein Schwein. Ich habe so alljahres anständige Lederhandschuhe, dass du auch auf einem hohen Pass einfach keine kalten Finger kriegst, aber du kannst eigentlich im Sommer auch gut fahren. Sie waren eigentlich innerhalb der ersten 3 Stunden voll durchgeschwitzt und dann hast du die ganze Zeit sowas wie einen nassen Schwamm an den Händen. Das war so anständige, luftige Sommerschuhe, die aber natürlich schon ein anständiges Polster auch bieten. Ist auf jeden Fall sehr wichtig und sehr zu empfehlen. Dann sowas wie Leukoplast, einfach so eine Art Isolierband für die Haut, oft auch bei Wunden in Verwendung oder dass du etwas irgendwie fixierst wie ein Pflaster oder einen Verband. Und zwar hat den Vorteil, beispielsweise meine Hände sind eigentlich ganzjährig relativ beansprucht, entweder durch Fahrradfahren oder durch Motorradfahren, und haben deshalb an den wichtigen Stellen schon Hornhaut. Und wenn du das nicht hast, also auf jeden Fall ein Problem, weil du wirst den Lenker so festhalten, die Bremse dementsprechend, also den Lenker festhalten. Du wirst auf jeden Fall viel Zeit mit Kuppeln, Lenkerstabilisierung und Bremsen zu tun haben. Und dementsprechend hast du irgendwann Wundestellen oder zumindest nahezu Wundestellen. Genau, wenn du dann so ein Band einfach Stellen geben kannst, hast du keine Blase, geht dir danach auf jeden Fall besser. 3 Funktionsunterwäsche. Und zwar Funktionsunterwäsche gibt es ja für kalte Jahreszeiten und für warme Jahreszeiten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, ich hatte einfach, wir haben so 14 bis 17 Grad Außentemperatur gehabt. Ich habe einfach eine für kalte Jahreszeiten genommen. War mir auf keinen Fall aber irgendwie unangenehm, weil das Beste ist, von der Haut transportiert es einfach ab. Das heißt, das ist alles in Ordnung. Die Montur klebt nicht, der Staub reibt nicht. Du hast Feedback gekriegt von anderen, dass einfach normale Textilkleidung einfach am Körper dann reibt. Deshalb, soweit perfekt. Hat bei mir perfekt funktioniert. Würde ich jedem empfehlen. Man bleibt die ganze Zeit flexibel und ist auf jeden Fall sehr angenehm. Dann für heiße Tage unbedingt Sonnencreme oder ein Cappy. Ich habe beides mitgehabt, war super. Am ersten Tag habe ich eigentlich mit Regen, Gatsch und Kälte gerechnet, deshalb hatte ich eine Haube dabei. Macht nichts. Am zweiten Tag dann Sonnencreme und Cappy. Hat perfekt geklappt. 4. Punkt, Wasser. Natürlich gibt es heute in den Pausen was zu trinken. Ich bin die ganze Strecke mit einem Tankrucksack gefahren. Deshalb hat soweit perfekt geklappt. Ich habe auch immer in den Zwischendurch in den Pausen, wo wir einfach was gesagt bekommen haben, auch was trinken können. War für mich auf jeden Fall voll angenehm. Man achtet auf jeden Fall, dass ihr alle da draußen genug zu trinken bekommt. Deshalb muss man nicht haben, aber auf jeden Fall nice to have. Und der letzte Punkt ist Magnesium. Und zwar, ich habe einfach ich habe zweimal einen Krampf gekriegt. Genau, in der linken Hand habe ich im Daumen einfach einen Krampf gekriegt, so dass er so verkrampft war. Ende des ersten Tages. Wahrscheinlich einfach durchhalten durch die Position. Ich habe auch eine Fahrradtour gemacht, 300 Kilometer. Noch eine extra 70 Kilometer, 2 Tage bevor es losgegangen ist. Also vielleicht war mein Körper einfach ein bisschen übersäuert und ein bisschen auf jeden Fall noch Rest beansprucht und war deshalb gern. Kann auf jeden Fall nie schaden. Magnesium. Vor dem Training eins nehmen, beim Schlafen eins nehmen. Sicherheitshalber so Magnesium-Shots dabei haben. Ich habe auch dort welche bekommen. Danke sehr. Die letzten 2. Also danke vielmals dafür. Aber also, sie werden es auch bestimmt wieder auffüllen. Also im besten Fall gibt es dort auch welche. Aber sicher, was man hat, muss man nicht erfragen. Nehmt euch 1, 2, 3 Magnesium-Shots mit pro Tag. Und da kann das auf jeden Fall nur positiv sein. Ansonsten noch eine ganz lustige Sache. Das Crash-Video von der Multistrada V4S ist gerade hochgegangen die Tage. Und mir ist noch was eingefallen heute. Und zwar, ich habe jetzt einen Anarchy Wild Reifen. Und der ist ja relativ weich. Und das Traktionskontrollsetting bei mir ist jetzt 6 von 8. Bedeutet, wenn ich mit dem Reifen anständig aufs Gas steige, übrigens, dann riecht man verkokelten Gummi. Das heißt, wie meine Theorie ist, lässt es trotzdem noch keinen Schlupf zu. Das passt ja auch alles. Man beschleunigt maximal, Moped bleibt stabil, alles ist gut. Aber mir ist eingefallen, früher bei meiner S1000R war für mich immer ein Indikator, wenn bei starkem Beschleunigen das Heck einfach Schlupf bekommt und dementsprechend ASR auch aufleuchtet, dass quasi auch die Straße schmierig ist und dementsprechend habe ich auch immer passend meinen Fahrstil runtergedrosselt. Ist mir jetzt eingefallen in Kroatien, niemals habe ich beim Beschleunigen irgendwie mal ASR aufblinken gesehen. Ja, das hätte mir zu denken geben können. Hat es mir aber nicht. Ich habe ja nichts dahinter gedacht. Ich habe ja auch nichts damit vermutet. Ich habe einfach nur subjektiv gespürt, dass die Straße ein bisschen schmierig ist, aber ja. Auf jeden Fall guter Hinweis, möchte ich an euch weitergeben. Wenn ihr das Traktionssetting auf so einem Level habt und trotzdem gern Gas gibt, dann darauf achten. Genau, man hat es ja im Gefühl, ist es gut, ist es schlecht, wie stark habe ich beschleunigt. Wenn dann so eine Situation kommt, dass eigentlich bei relativ geringer Beschleunigung die Traktionskontrolle aufleuchtet, weißt du auf jeden Fall, Achtung, schlupfrig und Achtung, schmierige Straße, rutschige Straße, was auch immer. Nicht optimale Straßenverhältnisse, also schön Piano fahren. Genau, das war's. Und sonst, ich bin wieder gut in München. Das mit den Koffern ist echt so eine Sache.
Und zwar früher habe ich einfach immer beide Gepäcktaschen auf der einen Hand, den Helm auf der anderen Hand und gegebenenfalls noch den Tankrucksack auf der anderen Hand getragen. Bin nach Hause gekommen, hat alles immer geklappt. Jetzt, also mit diesen beiden Koffern, ich war jetzt allein unterwegs, ein Koffer hat ungefähr 9,5 Kilo, voll geladen. Verdammt, das ist echt hart. Also ich kann jetzt vom Moped bis zu mir nach Hause, das ist nicht viel, meistens von meinem Standardparkplatz 100 Meter. Ich kann das Moped, oder ich kann nicht mein ganzes Gepäck inklusive Helm allein tragen. Etwas traurig. Hashtag erbärmlich. Was in jedem Fall nicht erbärmlich wäre, wenn du mir jetzt ein Like und ein Abo da lässt. Und zusätzlich noch gibt es ja, wissen wir mittlerweile schon, das Video über die Ducati in den Taschen. Und zwar sollte das hier sein. Genau. Weiter, gute Unterhaltung. Bis bald. Schön, dass du das Video ansiehst. Ciao. Ich habe einfach nur einen Koffer genommen, den Tankrucksack, den Helm, dann war ich voll. Das ist irgendwie doof. Irgendeine Lösung dafür muss noch her. Stimmt. Ich habe eigentlich gesehen, genau für die Taschen gibt es so Reinlegetaschen, dass du quasi in den Taschen hast, wo du dein Zeug reinpacken kannst. Dann kannst du die Taschen immer drauf lassen und das Zeug rein und rausladen. Wäre vielleicht eine Lösung, aber irgendwie komisch. Okay, zurück zum Enduropark. Ich muss jetzt die GoPro ans Handy schnallen, mir das reinziehen, weil ich bin ja heute auch gefilmt worden. Es war einfach unfassbar, all das, was ich erlebt habe, erleben haben dürfen, was die anderen erleben haben dürfen, was wir erleben haben dürfen. Also man ist dort wirklich bestens aufgehoben, man bekommt ein gutes Gefühl. Wegen Corona, ich glaube, das war das erste 2-Tagestraining in diesem Jahr mit Corona-Auflagen und allem hin und her. Also da war man natürlich bewusst vorsichtig. Verrückt, was alles abgegangen ist. Es war grandios. Ich freue mich, wenn ich das Video hochladen kann und grüße alle da draußen, die mit mir gefahren sind. Es war mir eine Freude und ein Volksfest mit euch. Danke. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Würde mich freuen.